Hallo, mein Name ist Paul und ich bin 10 Jahre alt. Ich wohne seit 1,5 Jahren in den USA, in Houston, Texas. Also ich bin taub geboren und habe 2 CIs, also kann ich jetzt hören. Ich gehe jetzt in die Schule in Amerika und es gefällt mir dort ganz viel. Also ich bin in Amerika, weil mein Papas Firma braucht ihn dort und, und deswegen bin ich in Amerika. Um eine andere Sprache zu lernen, braucht so 2 Monate und dann kannst du wahrscheinlich schon eine andere Sprache. Aber nur wenn man ganz viel übt. Aber wenn man in einem anderen Land und welche Sprache du sprechen willst, dann ist es leichter, weil dann da spricht ja jeder Englisch, also ist es leichter zu lernen. Das erste Mal war ich in der Schule und da konnte mein Lehrer Deutsch und das war ganz gut. Also dann war es ein bisschen leichter, Englisch zu lernen. Und in der Schule gab es auch so einen Englischunterricht, wo man Englisch lernt für die Leute, die nicht Englisch sprechen können. Hello, my name is Paul. I'm 10 years old. I came from Austria to America, and then I also live in Texas now. And I was born deaf, so I got 2 hearing aids, which means I'm pretty lucky to have those. So I went to the USA, and then I had a teacher that spoke German, which means I was pretty lucky. So I learned the language English very fast. I also like to swim, but what I hate about it is that I have to put off my hearing aids. But I'm fine with that. I also like to play soccer. First, I had a friend that didn't play soccer a lot, so I wanted to play soccer. In year 5, I got new friends because they went in my class. They also played soccer. So if you're deaf, you should definitely get hearing aids because they help you a lot. Unser Sohn, der Paul, der ist 10 Jahre alt, der ist unser erster Sohn, der ist gehörlos geboren, aufgrund eines Gendefekts, und hat relativ bald nach der Geburt Cochlea-Implantate gekriegt. Er ist dann in Wien in die Volksschule gegangen, zwar als Integrationskind, aber einfach weil die Volksschule bei uns in der Nähe war, und mit der waren wir dann total zufrieden. Und der Paul hat eben noch 2 jüngere Geschwister, die hören aber. Wir sind dann vor 1,5 Jahren sind wir aus beruflichen Gründen nach Texas übersiedelt, nach Houston. Da war es am Anfang für uns schon irgendwie schwierig, dass wir sagen, mut man ihm da jetzt nicht zu viel zu, weil er geht halt in eine ganz normale internationale Schule, wo halt wirklich nur Englisch gesprochen wird. Aber ich muss sagen, das hat dort total gut funktioniert. Wir hatten Unterstützung, da haben wir dann schon auch die Lehrerleitfaden dann auf Englisch verwendet. Das war schon auch hilfreich. Und jetzt spricht er eigentlich schon lange ganz gut Englisch, also im Alltag sowieso schon nach ein paar Monaten. Es gab dann so English as a Second Language als Programm, und das hat er, glaube ich, nach 1,5 Jahren abgeschlossen. Hat schon ein bisschen länger gebraucht als seine hörenden Geschwister, aber dazu muss man sagen, die Theresa war eben 4, wie wir rübergegangen sind, die hat das halt ganz schnell drauf gehabt. Und der Jakob ist auch ein Jahr jünger, und für den war es halt vielleicht auch ein bisschen einfacher. Die Möglichkeit von meinem Dienstgeber, beruflich ins Ausland zu gehen, wo wir dann, wie gesagt, lange überlegt haben. Auch ein bisschen ein Thema natürlich ist, wie schaut die medizinische Versorgung in den USA aus, Sozialversicherung. Als Expat ins Ausland geht, kann man im Heimatland in der Sozialversicherung bleiben. Das heißt,
sollte irgendeine Reimplantation notwendig sein, können wir das in Österreich auch in der Sozialversicherung abgedeckt machen. Ja, Spracherwerb hat, glaube ich, gut funktioniert in den USA. Ich glaube, meine Tochter, die mittlerweile 6 Jahre ist, spricht vermutlich besser Englisch als wir. Und auch die Integration hat wirklich gut funktioniert. Also glaube ich, da sind die USA auch einen Schritt weiter als wir hier in Europa. Also gerade Integration, Inklusion ist dort wirklich gelebt, und der Umstand, dass er Hörimplantate hat, war eigentlich nie ein Thema. Ist nie wirklich angesprochen worden. Er ist auch bis heute nie in der Schule oder meines Wissens nach in irgendeiner Form gemobbt worden, also weder in Österreich noch in den USA. Ich glaube, es ist einfach immer nur das Interesse, wenn ihn jemand zum ersten Mal sieht, was ist das, aber wenn man das dann erklärt, ist es dann gerade bei Kindern in dem Alter absolut kein Thema mehr. Ja, also vielleicht noch, warum wir hier sind, warum jetzt nicht die texanische Steppe im Hintergrund hat. Also wir sind hier bei den Summer Days von Cochlear Implants Austria, eine Institution, der wir seit Pauls ersten Geburtstag jährlich folgen. Eine gute Plattform, wo man sich mit anderen Eltern, Kindern austauschen kann und halt auch sieht, wie geht es älteren Kindern mit CIs, wie funktioniert das, und man selbst dann auch die Erfahrung an andere CI-Kinder, an andere CI-Eltern weitergeben kann. Wir persönlich finden das sehr, sehr wichtig, diesen Austausch. Darum haben wir uns ja auch dieser Plattform Hörverlust.at als Hörberater angeschlossen. Eine Institution, die auch aus diesem Summer Days, glaube ich, entstanden ist, wo wir als Eltern gesagt haben, wir vermissen dann noch ein bisschen mehr so die Möglichkeit, Informationen und Austausch mit anderen Betroffenen zu bekommen. Und da hat man sich dann zusammengetan und diese Plattform geschaffen, wo man relativ viele Informationsmaterialien bekommen kann, aber auch eben Kontakt zu Hörberatern schließen kann und sich da alles kostenlos Informationen zu dem Weg von der Diagnose bis zum letztlich gesamten Leben mit CI holen kann. Ich möchte noch kurz ergänzen, bei den Summer Days finde ich es halt auch für den Paul total wichtig, dass er dann andere Kinder sieht, die das auch haben, und die sehen sich halt dann jedes Jahr, und weil in seinem Alter gibt es halt dann niemand anderen, aber ich glaube, das ist halt total gut für sein Selbstvertrauen und auch das der anderen, und die haben ja jetzt schon ihre eigene Gang, und ja.